25. November 2022. Weihnachten kommt bald. Wir sind bei Ahorn in Speyer Ende 2022. Ich wollte auf die Messe, aber es war so viel los auf der Messe, muss man wirklich sagen. Ihr seid ja so in einem Einstiegsbereich, wo sich fast jeder so einen Camper von euch leisten kann. Deswegen ist die Nachfrage bei euch sehr hoch. Grüß dich, Markus. Hallo, guten Morgen, Sven. Ja, wir sind in einem Preissegment, wo es auch für Einsteiger sehr, sehr interessant ist. Bei uns findet eigentlich jeder sein passendes Modell. Wir fangen im unteren Bereich an, schon unter 6 Meter, haben aber auch unsere Spitzenmodelle, wo es natürlich auch in ein Preissegment geht, wo man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. 100.000 eher selten, oder? Nein, ja, an diese Grenze kommen wir keinesfalls. Bei uns hört das meistens so bei 80, 85 auf, aber dann hat man auch wirklich ein absolutes Premium-Produkt. Ja, da ist die Paulina. Grüß dich, Paulina. Hi, Sven. Du hast viel Arbeit gemacht, du hast alles vorbereitet, ganz viele Renaults, die hier stehen, vom ganz kleinen Van bis zum großen teilintegrierten, den ihr habt, und große Kastenwagen habt ihr. Black Edition, ja, du bist seit 5,5 Monaten da. Ihr habt das Marketing so ein bisschen hier mit organisiert. Ja, was ist Black Edition? Weißt du es schon? Ja. Ja, die Black Edition ist unser Sondermodell auf dem Van 620 oder Van 550. Genau, einfach so ein bisschen schönere Details, eine tolle Farbe. Sportlich. Ja, sportliches Fahrzeug. Wir können es auch gerne schon mal genauer angucken, wenn du magst. Wir können einmal kurz drumherum gehen. Sonst, wir haben viele verschiedene Modelle hier stehen. Ich denke, wir werden heute hier viel zu sehen haben. Ja, du wolltest ja gar nicht für die Kamera, hast du gesagt, du hast viele Leute, die das machen, aber ich habe gedacht, ich stelle dich mal kurz vor, dass die Leute auch mal so ein bisschen sehen, Marketing ist ganz schön viel Arbeit, ihr müsst die Prospekte unter anderem machen, oder? Ja, genau, wir haben verschiedene Leute bei uns im Team, die natürlich verschiedene Dinge tun, Design, Social Media, Website und so weiter und so fort. Und genau, ich bin für Online-Marketing zuständig, hauptsächlich Social Media. Ja. Du bist das, okay. Ja, genau. Ja, ich zeig's mal gerade. Das ist ein Van und ich sag mal, ein Van bedeutet, den kann ich im Alltag wunderbar benutzen. Habt ihr auch. Geht los bei 51.800 €. Das bedeutet, ich kann den frei konfigurieren. Habt ihr, ich sag mal, entsprechende Modelle vorkonfiguriert, die schon vorbestellt sind? Das ist eigentlich unser Grundkonzept bei uns hier direkt in der Werksniederlassung. Wir haben unsere Fahrzeuge immer schon in gewisser Weise vorkonfiguriert. Wir haben einen Grundpreis wie hier von mit 51,8. Ganz so kann man dieses Fahrzeug natürlich noch nicht fahren. Wir statten die im Prinzip so aus, dass jeder Kunde eigentlich mit unserer Vorkonfiguration losfahren kann. Für Individualisierung gibt es dann natürlich noch immer Platz, aber das kann man dann rausfinden, wenn man ein paar Urlaube schon mal hinter sich hat. Ja, okay, das heißt, auch eine Klimaanlage ist möglich bei den etwas größeren. Das haben die alle schon in der Vorkonfiguration drin. Die Markisen sind schon immer dabei, die Rückfahrkameras sind dabei, eine Klimaanlage ist dabei, Tempomat. Also eigentlich kann man schon so losfahren. Ja, hier sieht man das Renault. Ein stark unterschätztes Fahrzeug, sehr leise, sehr automotiv. Also wer noch nicht Renault gefahren ist, sollte sich bitte keine Meinung erlauben. Ja? Weil ganz oft sagen die Leute, ja, es muss ein Ducato 8 sein, es kann ein Mercedes sein. Die war noch nie im Renault, oder? Das sehe ich also ganz genauso. Ich glaube aber auch, dass der Renault mittlerweile nicht mehr so sehr unterschätzt ist, weil er mittlerweile so viele Vergleichstests schon in den Zeitschriften hinter sich hat. Und die fallen eigentlich alle gleich aus. Sie sind alle überragend. Die Tester sind begeistert und auch alle unsere Kunden sind mit dem Renault überaus zufrieden. Also immer, ich sag mal, ein Paket ist da mit drin, mit allem drum und dran. Grundpreis 53.600 €. Das Dach ist aus GFK? Nicht nur unser Dach ist aus GFK, wir bauen hier mit einem Voll-GFK-Konzept. Das heißt also, unser Fahrzeug hat kein Holz und kein Aluminium mehr in der Außenhaut verbaut. Alles in GFK, auch der Unterboden, ganz, ganz wichtig. Und natürlich das Dach ist auch aus GFK, ganz wichtig für die Versicherungseinstufung. Ja, das sieht man hier vorne. Das bedeutet, man kann es gut ausbessern, sollte da mal irgendwas gegenfallen. Es könnte ja mal sein, dass hier ein Fahrradständer mal dagegen oder ein Lenker mal dagegen kommt, da hat man nicht gleich eine Delle drin. Ne? So ist es, die Reparaturfreundlichkeit ist da also wirklich gegeben und hat eigentlich nur Vorteile, mal von dem abgesehen, dass das GFK halt auch absolut verrottungssicher ist und leicht. Und gerade Gewicht ist ja ein Riesenthema in der Branche. Ja, es hält sehr lange. Sehr interessant ist, ihr habt euch einem ganz harten Thema verschrieben.
das heißt Vermietung. Das heißt also, ihr habt eine eigene Vermietflotte, die mit da ist und da sollen die Fahrzeuge ja eigentlich schon gut funktionieren in der Vermietung. Ich glaube, das ist der Härtetest, oder? Vermietung. Absolut, in der Vermietung, da werden die Fahrzeuge wirklich richtig angenommen, weil da auch viele Kunden sind, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung damit haben. Erst Kunden, die das erste Mal mit sowas unterwegs sind und das ist eigentlich immer der größte Härtetest eigentlich für so ein Fahrzeug und das haben wir tatsächlich auch hier direkt ab Werk Speyer hier, haben wir mittlerweile eine sehr, sehr ausgebaute Mietstation. Ja, ich zeig's mal gerade. Also Full GFK. GFK-Dach, GFK-Seitenwände, GFK-Boden. Sandwich-Bauhäuser in dem Fall? So ist es. Ja. Das ist jetzt ein ganz besonderes Modell. Ihr habt viele Familienmodelle oder Modelle für Leute, die auch sehr groß sind. Das heißt also, gerade diese Alkoven-Modelle haben eine unglaubliche Stehhöhe, ein Raumgefühl. Wir werden jedes Fahrzeug einzeln filmen. Wir haben viel vor uns, machen jetzt mal einen kurzen Rundgang. Was ich auch toll finde, ist die Übersicht beim Renault. Du siehst sehr schnell auf die Straße, oder? So ist es. Wir haben auch eine sehr, sehr hohe Windschutzscheibe. Die ist 11 cm größer oder höher wie bei den meisten Mitbewerbern. Also die Rundumsicht ist sehr, sehr gut, trotz Alkoven. Und es ist richtig, die Fahrzeuge, also gerade der 595er sind sehr, sehr kompakte Alkoven mit großer Garage und auch mit entsprechendem großzügiger Bettsituation. Und der Alkoven bietet natürlich, auch wenn man nicht drin schlafen muss, wenn man zum Beispiel jetzt nur zu zweit unterwegs ist und braucht den Alkoven zum Schlafen gar nicht, ist natürlich der Alkoven auch ein super, super Stauraum. Ja, das ganze, ich sag mal, Servicenetz habt ihr komplett auf neue Beine gestellt. Ja, ihr seid unglaublich gewachsen und da musste der Service mitwachsen. Ne? So ist es. Also wir können hier direkt hier in der Hauptniederlassung in Speyer haben wir selber jetzt den Service extrem ausgebaut, haben uns erweitert. Trotzdem können wir nicht alle Fahrzeuge hier in Speyer reparieren und ausbauen beziehungsweise mit Zubehör erweitern. Dafür haben wir ein Händlernetz, ein Servicenetz in ganz Deutschland aufgebaut. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 70 Partnern, sind überwiegend Renault-Händler, sodass die dann auch beides machen können, die dann den Renault praktisch... Ach so, der Renault-Händler macht auch den Aufbau? So, der macht dann die Renault-Arbeiten, also was an Inspektionen fällig ist und macht für uns dann auch noch die entsprechenden Servicearbeiten, Dichtigkeitskontrollen und pipapo. Also das ist sehr, sehr gut, alles in einer Hand und das schätzen die Kunden natürlich. Wo ist Ahorn, der Ort? Wo ist Ahorn? Hier in der Pfalz auf jeden Fall. Das ist so, das ist ein Ort. Viele denken, ihr kommt aus Amerika, oder? Ja, das stimmt, genau. Auch wegen unserer Modelle, Kanada, Alaska, es hört sich alles schon sehr amerikanisch an. Hören wir auch viel, aber genau, wir kommen aus Deutschland. Genau. So, hier vorne stehen Sie, Ahorn 660 Plus, 660 die Länge? So ist es. Also wenn die Fahrzeuge unter 7 Meter sind, dann stehen immer Zahlen am Fahrzeug und an diesen Zahlen, wie jetzt zum Beispiel 660, ist dann plus minus wenige Zentimeter auch dann die tatsächliche Länge vom Fahrzeug. So, und das ist ja einfach die Geräuschdämmung in den Fahrzeugen. Ihr habt da viel Wert gelegt zusammen mit Renault. Die Fahrzeuge sind nicht mehr so laut. Das sind keine richtigen LKWs. Oder? Das macht den Renault tatsächlich so aus. Er ist wirklich innen eigentlich fast wie bei einem PKW. Also Sie haben überhaupt nicht mehr die Geräuschentwicklung wie normalen Transporter, wie man das von einem Transporter eigentlich auch erwarten könnte. Das ist überhaupt nicht so und das ist eine der Hauptmerkmale, was den Renault unter anderem ausmacht. Ja. Farben, gehen wir mal darauf ein. Es gibt eine große Vermietflotte, die hat, glaube ich, eine andere Farbe zunächst. Ja. Ist das hier die Vermietfarbe, die ich hier sehe? Nein, das ist nicht die Vermietfarbe. Wir haben eine Differenzierung bei den Fahrzeugen unter 7 Meter. Die sind im klassischen Weiß, Blau, Silber, die typischen Ahornfarben. Wenn die Fahrzeuge dann über 7 Meter gehen, haben wir unser charakteristisches Beige. Vorne weiß im Vorderwagen, das bleibt, bis auf ein paar Sondermodelle, wo das silberfarben ist. Aber ansonsten sind die seitlich beige. Daran kann man dann gleich erkennen, das sind die Fahrzeuge, bis auf eine Ausnahme, die alle über 7 Meter sind. Ah, okay, das ist gut mal zu verstehen. Deswegen machen wir auch den Rundgang. TE Plus, wie lang ist der denn? Der ist 7,45 Meter lang. Also die gelben, also die, wo so außen beige gelb sind, das sind im Prinzip die, wo alle so plus minus 7,50 Meter sind. Okay, das ist auch das längste, was ihr habt. So ist es. Wir bleiben in der Grenze von der Länge bis 7,5 Meter, da hören wir auf. So, Kanada TF Plus. Das Besondere ist, glaube ich, dass habt ihr Dieselheizung auch?
Wir haben eine Dieselstandheizung, das ist richtig, allerdings nicht in den Kanada-Modellen. Unsere Fahrzeuge werden überwiegend mit Gas, haben eine überwiegende Gasheizung, aber bei unserem Top-Modell, hier ab dem Alaska, da haben wir 3 teilintegrierte Modelle, die sind dann tatsächlich mit Dieselstandheizung. Okay. Ich sag mal, es hat Vor- und Nachteile mit allem drum und dran. Ich lasse mal kurz die Frau hier durch. Da ist sie. Hier haben wir Canada TQ Plus, steht ganz hinten und das ist ein richtiges Raumwunder. Zuladung, kommt das gut hin? Kann man die auflassen? Wir können alle unsere Chassis, alle unsere Fahrzeuge auflasten. Ich sage mal, gerade wenn wir im 7,5 Meter Bereich sind oder knapp 7,5 Meter Bereich, ist sicherlich je nach Personenbesetzung und Gepäck und Zubehör, was man noch zusätzlich dran montiert, ist auf jeden Fall eine Auflastung absolut sinnvoll und auch notwendig. So, je nach Grundriss habe ich natürlich verschiedene Garagengrößen. Hier schauen wir gerade mal rein. Das sieht aus wie ein Queensbett. So ist es. Das ist richtig. Also je nach Bettenlösung sind natürlich die entsprechenden Garagen hinten. Ich sage immer so etwas flapsig, wer das eine will, muss das andere mögen. Wer niedrig schlafen will, muss halt einfach mit einer niedrigeren Garage leben. Wer sagt, ich kann auch etwa vielleicht mal eine Stufe hochgehen oder kann auch mit einer kleinen Treppe hochgehen, das macht mir nichts aus, der kann natürlich dann auch mit einer entsprechenden Garage rechnen. Ja, die meisten fahren leider noch. Die halten viel zu lange für euch. Ja, die könnten ruhig mal schneller kaputt gehen. Dann könnt ihr Leuten neue kaufen. GFK hält wirklich sehr lange. Ja, das ist so. Also GFK ist wirklich verrottungssicher und das ist ein Riesenvorteil für den Werterhalt auch der Fahrzeuge. So, ihr wertet die Fahrzeuge, gerade die Vans und Kastenwagen, sehr schön auf. Das sind ja Farben, die Renault im Standardprogramm hat. Sieht natürlich sehr schick aus mit dem Silberstreifen an der Seite. Da legen die Leute schon Wert drauf, oder? Ja, gerade im Van-Bereich, wo ja viele Jüngere auch drauf zielen, ist ganz klar, da will man nicht nur weiße Fahrzeuge, da sind natürlich flotte Farben, frische Farben, moderne Farben absolut angesagt, das ist richtig. So, also keine Sorge, wir werden alle Fahrzeuge begehen. In kurzen Videos, langen Videos werden viele Dinge klären, werden Vorurteile beseitigen, die über Ahorn sind, weil eure Wettbewerber sind nicht alle froh bei euch, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis bei euch natürlich extrem gut ist. Und da gibt es schon mal den einen oder anderen, der ein bisschen über Renault schimpft und sagt, naja, die bauen ja auf Renault. Ich arbeite ja selbst für Renault, muss sagen, auch die Nutzfahrzeuge halten ewig. Also du kannst nach 20 Jahren, werden die meistens noch mal irgendwo hin exportiert, der Schrotthändler fährt es ja noch. Also du kriegst die nicht kaputt oder selten. Also wenn man gerade mit Spediteuren spricht, die viel mit Sprinter unterwegs sind, mit Ducatos, mit dem Ford Transit, aber auch mit dem Renault Master, die sind alle begeistert von dem Renault und sagen alle, das ist mein bestes Pferd im Stall. Ja, ich fahre ja automatisiertes Schaltgetriebe, Iveco Eurocargo, gibt es ja im Lkw-Bereich nur. Automatik gibt es auch, auf Wunsch? Wir haben bei den Trafix, also im Van-Bereich und beim Van 550 und 620 haben wir tatsächlich ein Automatikgetriebe dabei. Bei den größeren Reisemobilen haben wir keine Automatik im Programm. Okay, also Schalter, das muss man sagen bei den großen. Schaltgetriebe, genau. Dafür kriege ich aber riesen Wohnmobile zum sehr günstigen Preis. Heutzutage, wenn du die Preise teilweise siehst für teilintegrierte 90.000, 100.000, das ist bei euch ist die Regel, das ist bei euch schon volle Hütte, Anschlag, top of the top. So ist es. Also da kommen wir wirklich in den 80er, vielleicht auch Anfang 90er Bereich, kommen wir ausschließlich mit dem Alaska, aber dann wirklich voll bis unter das Dach, mal ganz salopp gesagt. Da haben wir dann wirklich volle Ausstattung mit Wohnraumklima, mit Autarkpaketen, wo man dann also auch freistehen kann und für den Strom ist dann gesorgt. Das haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, man muss nicht auf die Messen gehen, um euch zu besuchen. Man kann hier in Speyer vorbeifahren. Der Besuch lohnt sich. Ihr habt nahezu alle Modelle hier. Wir haben ständig hier in unserer Ausstellungshalle das komplette Modellprogramm permanent stehen, von Januar bis Dezember. Also von daher ist eigentlich eine Messe oder ein Messegang für unsere Produkte eigentlich gar nicht notwendig. Wir haben das hier im Werk alles dastehen und jeder kann in Ruhe so lange die Fahrzeuge anschauen, wie er es für richtig hält. Ja, ihr habt Rahmenfenster, Polyvision, Aero. Die sind rahmenbündig?
Absolut, sind serienmäßig bei uns. Das ist ja Serienmäßig, keine Aufbaufenster. Nein, sind bei uns serienmäßig verbaut, haben natürlich riesen Vorteile. Erstmal sieht es natürlich auch gut aus. So ein Rahmenfenster sieht natürlich ganz anders aus wie so ein aufgesetztes Wohnwagenfenster. Ist sehr, sehr dicht und die Geräuschentwicklung vom Fahrtwind ist natürlich auch deutlich geringer. Ja, das ist so. Thema Aerodynamik. Man kann diese Fahrzeuge sensationell günstig fahren, wenn man den Fuß, ich sag mal, beim Gaspedal unter 100 km/h lässt. Also ich sag mal, man fährt die mit 95 km/h. Ich habe Sachen gehört, um die 8, 9 Liter. Das ist absolut realistisch. Das ist hier nicht irgendwie ein geschönter Mundverbrauch, sondern das ist wirklich so. Der Renault Master lebt durch sein enormes Drehmoment und man kann da also auch Tempomat 110, 120, kein Problem. Das Fahrzeug liegt deutlich unter 10 Liter im Verbrauch. Beim Alcon-Modell kommt man vielleicht mal einen Liter drüber, aber die Fahrzeuge sind unglaublich effizient. Der Motor ist fantastisch. Ziehen dürfen die auch? Ja, wir haben eine Anhängelast von 2 Tonnen bei den Fahrzeugen. Die Anhängerkupplung verbauen wir ja auch hier im Werk, kein Problem, und ist bei jedem Fahrzeug möglich. Ja, was viele nicht wissen, ab 7,5 Tonnen Gesamtzuggewicht braucht man ein EU-Kontrollgerät und eine Fahrerkarte. Ist man unter 7,5 Tonnen, kann man auch einen Pkw ziehen hinten, braucht das nicht, braucht sich nicht an Lenk- und Ruhezeiten zu halten. Das wissen viele gar nicht, aber das ist hier kein Problem. Wir liegen ja maximal mit der Auflastung bei 4 Tonnen, also da sind wir noch absolut im grünen Bereich. Man muss halt auf die Führerscheinregelung, da muss man halt ein bisschen drauf achten, dass man da richtig ausgestattet ist. Und dann hat das eigentlich nur Vorteile, weil die Auflastung ja auch mit der optionalen Luftfederung von Goldschmidt verbunden ist. Das erhöht natürlich den Fahrkomfort dann nochmal zusätzlich. Ja, mit der kann man sogar ein bisschen nivellieren. Das mache ich immer. Das heißt, wenn man mal eben steht, braucht man nicht auf Auffahrkeile fahren, sondern kann plus minus ein bisschen auf dem Stellplatz. Ja. Unter anderem, oder wenn man mal durch eine Senke fährt und vielleicht befürchtet, dass man hinten vielleicht ein bisschen aufsetzen kann, dann tut man das Fahrzeug einfach links und rechts entsprechend hochpumpen, 2-3 Zentimeter, und dann kann man da gefahrenlos über die Senke fahren. So, also nochmal zusammenfassend. Auch die Heckgarage hier ist verrottungsfrei. Das ist wahrscheinlich hier so ein... Absolut. Ich sag mal, das sieht aus wie so eine Siebdruckplatte, die innen drin ist. Exakt, so ist das auch. Ja. Hier in dem Modell. Das ist jetzt eine der größten Garagen, die wir haben. Da ist natürlich das Bett etwas höher. Wenn du mir gerade mal einen Gefallen machst, mal gerade auf die andere Seite gehst. Nee, du sollst nicht reinklettern, aber wenn du mal gerade zur anderen Seite gehst, du bist 1 Meter. 79. Oh, bist du groß. 1,79 Meter. Und da sieht man es, die Klappe links und rechts ist gleich groß. Das ist schon mal ein Vorteil. So ist es von beiden Seiten hervorragend zugänglich, weil meistens ist es ja so, genau das, was man braucht, ist meistens auf der anderen Seite, wo alles zugestellt ist. Und deswegen ist natürlich so eine zweite große Klappe natürlich sehr, sehr wertvoll. Ja, schöne Details, auch hier Aluminium verschweißt, verschraubt. Ja. Ihr habt geklebt und schraubt an allen Ecken und Enden, oder? So ist es. Ja, da ist noch eine Klappe, hier könnte man sogar einen Hund, eine Hundegarage reinmachen. Dieses Modell ist tatsächlich gerade für unter anderem Hundebesitzer ist dieses Modell sehr, sehr beliebt, weil man nicht genau das kann, was du gerade ansprichst. Man kann hier die Klappe aufmachen und hat dann Durchgang auch für den Hund. Wenn er noch nass ist oder wenn er schmutzig ist, kann man den hier in der Garage lassen, bis er abgetrocknet ist. Und dann fällt ja auch der Schmutz in der Regel ab und dann kann man ihn hier bequem in den Wohnraum reinlassen. So, Zurösen, die sind durch den Boden gelassen. Da kann ich dann meine E-Bikes, aber auch einen Motorroller könnte ich hier festmachen. Die Absolut. Belastbarkeit hier hinten, was hat man ungefähr? Wir haben so um die 150 Kilo, wo man den Boden hinten belasten kann. So, hier steht es maximal 200 Kilo, aber denkt bitte dran an die Achslasten. Die Achslast, das ist genau ganz wichtig. Deswegen bin ich da auch immer etwas vorsichtig. 200 Kilo ist es schon, aber dann bitte die Achslasten beachten. Deswegen problemlos sind 150 Kilo immer machbar. Ja, ihr seid ökologisch unterwegs. Ihr schmeißt diesen Ausschnitt hier nicht weg, sondern der wird wiederverwendet. So mit 2 Dichtungen, das sieht man sehr schön, wird das Ganze eingefasst, dass es auch dicht ist. Thema Dichtigkeitsgarantie, was habt ihr? Wir haben 5 Jahre Garantie für die Dichtigkeit. Dazu ist notwendig, dass wir nur noch eine jährliche Dichtigkeitskontrolle machen. Früher war das halbjährlich, das haben wir ausweiten können durch einfach qualifiziertere Produktionsmaßnahmen, sodass wir das jetzt nur noch einmal im Jahr machen müssen. Druckverschlüsse. Es gibt nichts Schlimmeres, als du stehst vom Reisemobil und weißt nicht, wann zu oder auf ist. Das ist hier gar kein Problem. Kann man hier ganz leicht erkennen. Ja, jetzt ist auf. Genau. Wenn das hier draußen steht, dann weiß man genau, oh, da müssen wir noch mal ran. Geht man eigentlich hin, drückt das zu
und man sieht das bündig mit dem Schloss. Zeig mir das mal gerade nochmal von innen, weil da ist ein Druckverschluss, der drückt von innen nochmal gegen. Genau. Das heißt, eigentlich kann die gar nicht aufspringen, Die oder? kann nicht mehr aufspringen. Okay, ganz, ganz wichtig. Und man sieht direkt, dass auf oder zu ist. Das ist eine feine Geschichte, denn die Leute nervt nichts mehr als immer wieder gucken, machen, tun. Da brauchst du aber keine Zentralverriegelung dann, oder? Nein, braucht man nicht mehr. Also alles ganz pragmatisch, auch die Thule ab Werk. Du sagst aber Nachrüstung bitte beim Fachhändler machen lassen. Also bevor man irgendwie ins Dach bohrt oder irgendwas. Die meisten Fehler passieren, wenn falsch eingebaut wird, oder? So ist es, wenn man halt jemand dran lässt, der vielleicht nicht ganz so firm ist, wie man ein Reisemobil nachrüstet, hat man halt auch die Nachteile dann für die Garantie, weil die verfällt dann. So, wahrscheinlich in der nächsten Modellvariante habt ihr auch das neue Bedienpanel von Truma dann im Einsatz, jetzt schon? Absolut, komplett durch die komplette Modellpalette haben wir das schon. Das heißt, man kann sehr viel darüber steuern. Wir schauen uns das en Detail nochmal an bei den Fahrzeugen. Jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders. Wir werden euch das Cockpit zeigen vom Renault Master und alle Details. Was ist dein persönlicher Favorit, wenn du jetzt mal alles beiseite lässt? Ich habe eigentlich mehrere Favoriten, da ich aber selber leidenschaftlicher Hundebesitzer bin und auch sehr sportbegeistert bin, ist der AD für mich, der Canada AD, ein absolutes Lieblingsmodell, hat eine ganz, ganz tolle Schlafgelegenheit und wie wir gerade gesehen haben, natürlich eine tolle Garage, wo die Fahrräder hinten rein können, wo die Box für den Hund rein kann. Von dem her einer meiner großen Favoriten. So, das sieht man hier. Also, liebe Wettbewerber, wir werden heute mal alles aufdecken. Ja, GFK, Full GFK, ein Renault Master drunter. Das Ganze hat natürlich auch ein Servicenetz europaweit. Also Renault, ein Riesenkonzern. Absolut. Wir tun selber auch was dafür. Wir bauen unser Servicenetz auch international auf, also nicht nur in Deutschland. Wir sind in Österreich sehr, sehr gut aufgestellt, in Dänemark gut aufgestellt. Also von dem her, es geht bei Ahorn weiterhin, auch gerade der Servicegedanke wird bei Ahorn. Da geht es um den Aufbau. Das Basisfahrzeug kriegt ja überall. Da sind wir ja europaweit schon gut aufgestellt. Renault hat das dichteste Händlernetz in Europa. Von dem her sind wir da schon mal sehr, sehr gut dabei. Aber auch wir für den Aufbau tun viel dafür, dass da der Kunde auch international immer einen guten Ansprechpartner bekommt. Ja, 30 Jahre Edition, hier sieht man es Ahorn, Ja. Die da ist. Ihr seid schon über 30 jetzt, oder? Wir sind mittlerweile 31, das ist richtig. Das ist ein Fahrzeug, also diese 30 Jahre Edition, haben wir jetzt noch ein Jahr weiterlaufen lassen, weil es einfach unglaublich erfolgreich war. Es hat mehr Ausstattung zu einem entsprechenden Preisvorteil und kommt bei den Kunden sehr, sehr gut an. Und gerade im Van-Bereich, was ja ein sehr, 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 sehr wachsender Markt ist, sind wir ja auch geben auch Vollgas, machen da auch in der Modellpolitik immer weiter und so ist ja auch dieses 30 Jahre, diese Black Edition, entstanden, wo wir gesagt haben, da hauen wir nochmal alles raus, was wir im Moment so können und so ist dieses Sondermodell entstanden. 50.800 € Grundpreis. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Einsteiger habe, der sagt, hey, ich will ein neues Fahrzeug haben, ich will den Basis haben, kann man sowas auch mal machen? Für die 50.8 zugegebenermaßen nicht. Weil was kommt drauf ungefähr? Wir brauchen noch ungefähr runde 7.000 bis 8.000 €, weil wir noch ein paar dieses Chassispaket haben. Wir machen noch die Klimaanlage rein. Das sind die Optionen, die Renault automatisch auch reinmacht, weil Renault einfach kein Fahrzeug ohne Klimaanlage mehr baut. Ohne Tempomat baut Renault kein Fahrzeug mehr und das machen wir dann praktisch als Zubehör in die Vorkonfiguration rein. Gut, verstanden. So, hier steht es. Ihr seid einer der ganz großen Abnehmer für Renault. Wir können uns ja gleich mal auf dem Parkplatz gucken. Natürlich zu amerikanischen Verhältnissen ist das alles hier Kindergeburtstag, ja, denn wo da 60, 70, 80.000 mal laufen. Aber ihr seid schon ein richtig großer Hersteller. Wie viele Reisemobile baut ihr im Jahr ungefähr? Wir bauen rund 3.000 Fahrzeuge im Jahr. 3.000. Das ist also für ein Unternehmen. Ist das noch Rheinland-Pfalz hier, Speyer? Schon, oder? Ja, sicher. Wir sind aber ganz nah an Baden-Württemberg, oder? So ist es. Der Rhein trennt uns. Der Rhein trennt uns. Ja, ein bisschen was haben wir erlebt. Draußen stehen, glaube ich, noch mehr Modelle, oder? Das ist, oder habt ihr alle hier drin? Also die Modellpalette steht hier komplett drin, aber wir haben hinten im Hof haben wir natürlich unsere Volllauffahrzeuge stehen, Fahrzeuge, die zur Abholung bereitstehen. Sollen wir uns die mal ganz kurz angucken, dass man mal sieht, was hier los ist? Gerne. Denn ich bin durch eine Tür gekommen, da musst du dich schon ein bisschen eng machen. Im Moment ist alles voll. Könnt ihr gut liefern im Moment? Die Liefersituation ist natürlich auch bei uns angespannt, wie überall auch. Aber wir hier im Werk haben eigentlich immer noch die Möglichkeiten, Fahrzeuge aus der diesjährigen Vermietung anbieten zu können. Wir haben Fahrzeuge im Vorlauf und haben eigentlich
meistens immer noch was da, wenn es mal wirklich brennt. So, hier habe ich mich nämlich gerade durchgewuselt. Das steht hier wirklich. Vielleicht gerade voraus. Gerne, dass geh du vor. siehst, wo es lang geht. Hier geht es ziemlich press. Ihr habt die schon eingewintert, viele? Ja, genau. Ja, viele, die hier stehen, sind schon winterfest. Ja. Komm mal mit. Und das geht auf mehreren Reihen hier durch. So geht das über den ganzen Hof. Ihr habt hier bestimmt über 100 Fahrzeuge stehen, oder? Wir haben im Moment einen Bestand von ca. 300 bis 350 Fahrzeugen. Das ist gut, oder? Ja, natürlich sind die nicht zum Verkaufen alle da. Also ich sag mal, ein Großteil ist schon verkauft und wartet jetzt auf die Nachrüstung in unserem Servicebetrieb, Ja, der ein paar Häuser weiter ist. Ihr habt auch viele in der Vermietung. Das ist so der, ich sag mal, große Faktor. Und hier, das ist ein Auslieferungslager. Hier würde der Kunde sein Fahrzeug kriegen. Kann man Werksübergabe machen? Ja, die Fahrzeuge werden hier direkt in der Hauptniederlassung hier in Speyer auch ausgegeben, übergeben. Sehr umfangreich ist die Auslieferung, kriegen wir auch wirklich sehr, sehr viel Lob, weil unsere zwei Herren, die das hinten in der Auslieferung machen, die kennen sich richtig, richtig gut aus. Und die Kunden, wo hier vom Hof fahren, sind wirklich mit ihrem Fahrzeug fit. Ja, das neue Facelift steht dem Auto sehr gut, oder? Ich habe noch keinen einzigen erlebt, der gesagt hat, also der gefällt mir optisch überhaupt nicht. Also ich sag mal, da steht alt und neu nebeneinander. Also hier kann man es ja also mal direkt vergleichen. Das Vorgängermodell war jetzt ja nicht hässlich in dem Sinn. Bisschen in die Jahre, oder? Aber, ja, würde ich schon sagen. Aber der neue ist natürlich wirklich sehr, sehr bullig, sehr, sehr ausdrucksstark und auch gerade mit den Chromspangen, die bei uns im Chrompaket Serie sind, sieht das natürlich schon sehr, sehr gut aus. Und Sieht man's auch, was ja. dahinter steckt. Der Motor ist natürlich wirklich fantastisch. Du sagst ja Drehmoment. Wie ist er in der Praxis? Fühlt er sich stark an? Ja, der hat also für jemanden, der sich da ein bisschen auskennt, der kann da sicherlich ganz gut damit umgehen. Das sind 385 Newtonmeter, was dieser Motor drückt. Also das ist schon mehr als ordentlich. Sechsganggetriebe, nehme ich an. Sechsganggetriebe, genau, ist sehr, sehr gut abgestimmt, auch übers Drehmoment. Also man ist da eigentlich in jedem Drehzahlbereich, man drückt aufs Gas und der geht vorwärts. Das ist also wirklich schon bemerkenswert. Was ist so das Brot- und Butter-Auto? Was gibt's das überhaupt? Also ein Auto, was ihr oft verkauft? Also die Familiengrundrisse Canada AD, Canada AS, Canada AE sind tatsächlich eine unserer Bestseller. Der da zum Beispiel, AS. Ganz genau, wo wir, glaube ich, vorhin auch kurz vorbeigelaufen sind, der mit den Stockbetten, also das ist bei uns relativ einfach, AS, Alkoven, Stockbetten, dann gibt es den AD, Alkoven mit Doppelbett und den AE, Alkoven mit wie Einzelbett. Das ist krass, ihr verkauft ganz viel Alkoven. Der Markt geht da ganz anders raus, aber es macht auch ein bisschen die Optik. Ihr habt eine ganz eigene Optik, die sieht alles andere als günstig aus. Ihr werdet oft, wenn man die Leute schätzen lässt, vom Preis her unglaublich verkannt. Das hier ist ein ganz besonders toller Grundriss. Wir haben eine Sauna. Hast du das gesehen? Die Sauna, die hinten eingebaut ist? Ja. Da haben wir ein Video zugedreht? Ja. Genau. Aber das haben die gemacht. Gut, das ist wahrscheinlich nicht autorisiert von euch, aber hat es gut gemacht. Das hat er wirklich gut gemacht, genau, das war so ein Projekt, wo wir gemacht haben, das war wirklich toll. War toll. Ja, wir sind 25. November, fühlt sich noch gar nicht nach Winter an, ein bisschen kalt ist es schon und ihr seid rund um die Uhr geöffnet das ganze Jahr. Die Öffnungszeiten bei euch in der Ausstellung? Wir haben von Montag bis Sonntag geöffnet, Verkauf von Montag bis Samstag und am Sonntag haben wir regelmäßig Schautag, jeden Sonntag, wo man sich die Fahrzeuge auch in aller Ruhe anschaut. Von bis Schautag? Von 10 bis 16 Uhr. 10 bis 16 Uhr, da habe ich mich jetzt mal breit gemacht mit dem leicht verkürzten Morello da stehe. Ich werde heute Nacht übernachten, wir werden morgen weiterdrehen, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir alles schaffen werden heute. Und man kann hier kostenfrei parken. Wo liegt Speyer ungefähr? Die Domstadt kennt ja fast jeder, aber viele können sie nicht verorten. Also wenn man sagt, wir sind so 10, 15 Kilometer von Mannheim beziehungsweise ein bisschen weiter von Heidelberg entfernt. München, wie weit weg? 350 Kilometer. Also ungefähr 3 Stunden, die weg sind. Das heißt Augsburg, das alles ist Frankfurt, habt ihr wahrscheinlich viele, oder? Aus der Gegend. So ist es. Frankfurt ist eine Autofahrstunde von hier und sind wir also überall eigentlich sehr, sehr gut erreichbar. Habt ihr Händler im Norden? Auch. Ja, Das ja, heißt, wir haben drin eine Übersichtskarte, kann man auch auf unserer Homepage machen wir sehen. mal, denn das hier sieht so schön aus. Wir sind mittlerweile deutschlandweit so gut vernetzt. Komme ich hier durch? Ich komme ja gerade vielleicht. Achso, ihr habt eine Reihe etwas breiter Ja, gestellt. wir haben im Moment durch den hohen Bestand an Fahrzeugen, die jetzt noch unbedingt dieses Jahr auch raus können oder sollen, weil die Kunden warten natürlich seit Monaten auf ihre Fahrzeuge und deswegen haben wir jetzt hier den Mitarbeiterparkplatz, das ist eigentlich der Mitarbeiterparkplatz
Dieser Parkplatz, den haben wir jetzt auch gebraucht, um die Fahrzeuge kurzfristig zwischenzuparken. Also, bleibt dran. Das ist übrigens hier, glaube ich, nee, das ist jetzt kein Vermieter? Doch. Doch, das ist exakt unsere Vermietlinie. Also, wenn ihr die Farbe sieht, ja. Wenn man, Nico. sobald man ein bisschen Orange an unseren Fahrzeugen sieht, weiß man, das ist Vermietung. Die kommen nach der Vermietung, nach einigen Jahren oder nach einem Jahr, dann auch in den Handel. Das heißt also, es kann sein, dass man die Vermieter dann auch sieht an ganz normalen Personen. So ist es. Also wenn die dann aus der Vermietung rausgehen, meistens nach einem Jahr, maximal nach 2 Saisons, kommen die dann in den freien Verkauf. Gerade wie jetzt ganz aktuell, meistens am Ende des Jahres machen wir dann auch den Abverkauf von genau diesen Fahrzeugen. Habt ihr selbst auch Vermietfahrzeuge bei euch bei Ahorn direkt? So ist es. Seit diesem Jahr haben wir das richtig professionell aufgebaut und aufgestellt, haben auch 3 Mitarbeiter, die das professionell betreuen, die auch wirklich wissen, was sie da tun, und es läuft super und ist sehr, sehr gut angenommen worden. Ja, also ich kann direkt bei euch mieten. Ja. Wir werden auch noch, Paulina, bei euch in den Service mal reinfahren. Heute Nachmittag, glaube ich, hast du das geplant? Ja, genau. Dieses strahlt, der Plan, ich werde ihn nicht kaputt machen, aber jetzt mit dem Rundgang habe ich schon alles kaputt gemacht, glaube ich. Aber wir wollten einfach mal zeigen, so einen kleinen Überblick, weil ich immer wieder höre, Service und so weiter und so fort. Man muss immer sagen, das, was 2021, 2022 war, das war nicht normal. Also du bist jetzt jahrelang in der Branche, was da passiert ist, ihr wurdet überrannt, oder? Das muss man so sagen. Ich denke, ist überhaupt gar keine Ahorn-spezifische Geschichte. Grundsätzlich ist die ganze Branche überfordert gewesen, weil wir haben überaus mehr Fahrzeuge verkauft und der Service konnte eigentlich gar nicht so schnell mitwachsen. Wir haben natürlich hier in Speyer, also mein Chef in der Form, richtig Gas gegeben, hat ein benachbartes Gebäude gekauft, hat das jetzt umgerüstet mit viel Einsatz, mit viel Geld natürlich auch, was das immer alles kostet, damit wir überhaupt dem Ganzen Herr werden können. Gut, so ist es. Paulina, die Karte, wo finde ich die? Die Karte. Die Händlerkarte, dass wir da nach vorne gehen. Ihr habt übrigens im Bereich, wenn man den später unterschreibt, schön, da ist ein bisschen wärmer, ne? Da ist es deutlich wärmer, ein bisschen angenehmer. Das heißt, für die Unterschrift wird geheizt. Macht ja auch Sinn, weil ich sag mal, das hier rauszublasen, die Fahrzeuge brauchen ja keine Heizung. Aber es ist überdacht, was Schönes, wenn es regnet oder mal schneit. Das ganze Jahr trocken und sauber. Im Sommer ist es hier natürlich schon ein bisschen wärmer, das ist klar, wie im Winter hier ist es etwas kühler, aber immer noch besser, als wenn die Fahrzeuge draußen stehen würden. Was total süß ist, ich habe mal hier gefilmt, ihr habt auch den einen oder anderen kleinen Piepmatz hier drin, der ab und zu mal da ist. Ja. Hier verirrt, weil wenn wir die Tore hinten aufmachen zur Übergabe, wenn dann die Fahrzeuge rausfahren, dann fliegt auch der ein oder andere Vogelmann herein. Weil das so riesig ist, also die Halle ist sensationell. Ganze Nester da oben mit Vögeln, ja, aber die fühlen sich ja wohl. Das haben die alle, also ich weiß das, denn das finde ich richtig klasse, die können auch mal wieder raus, oder? Ja, wenn das Tor auf ist. Na sicher. So, komm, wir gehen mal rein, dass wir das mal zeigen. Dein Platz ist wo? Dein Arbeitsplatz? Da vorne. Das heißt, da könnte man... Genau, die siehst du. Hier sind die Händler? Übersichtskarte. Aktuell gerade? Ja, da kommen ja eigentlich monatlich kommen da eigentlich immer wieder welche dazu. Wir sind da wirklich massiv dran, das auszubauen. Aber das ist jetzt schon mal relativ aktuell, ja. So, Saarland in Saarbrücken. Da Aktuelle, also wir haben das auch auf der Homepage. Gerade die Paulina macht, die ist ja auch dafür zuständig. Wir tun das auf der Homepage immer aktualisieren. Da sind eigentlich immer alle Partner aufgelistet. ich zeig's mal gerade. Wir machen mal ein bisschen Google Earth. Oh. Also das ist Deutschland und wir fliegen nach Speyer zur Hauptniederlassung. Da sind wir. Also ich hatte wirklich nur einen Katzensprung hier aus dem Saarland zu euch. Also man fährt selbst im Reisemobil in 1,5 Stunden, 2 Stunden ist man hier. Es lohnt sich hier mal vorbeizukommen. Wo habt ihr noch eine ähnlich große Ausstellung? Oder ist Speyer schon sensationell, ne? Speyer ist natürlich schon sehr, sehr gut aufgestellt als Hauptniederlassung. Wir haben ja noch 2 weitere Niederlassungen, einmal im Ruhrgebiet in Mülheim und natürlich etwas näher von uns noch in Dietzenbach bei Frankfurt. So ist es. ahorncamp.de, Ihr Partner in der Nähe. Ja, das Ganze werden wir jetzt mal beleuchten. Und wichtig ist, dass man einfach mal alles zeigt. Klar, man kann es nicht fühlen, man hat die Haptik nicht, man kann es nicht riechen. Das kann man nur hier, aber wir können wirklich die Fahrzeuge mal gut beschreiben. Das wird uns allen viel Zeit ersparen, denn so kann sich der Kunde auch schon mal so einen eigenen Eindruck machen. Mag ich den Renault, mag ich ihn nicht? Eins wisst ihr schon, bei den großen Fahrzeugen gibt es keine Automatik. Muss aber dazu sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, dann bist du meistens bei
langen Fahrten ja eh immer am gleichen Gang. Tempomat ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Und auch gerade was das Automatikgetriebe betrifft, durch dieses, was wir vorhin angesprochen haben, durch dieses enorm hohe Drehmoment kann man extrem schaltvoll fahren. Da vermisst eigentlich niemand das Automatikgetriebe wirklich. Das werden wir demnächst mal bei der Paulina mal testen. Denn das Coole ist, alles kann mit einem B-Führerschein gefahren werden, es sei denn, es ist aufgelastet. Glaubst du, das 4,25 wird kommen mit W? Ich hoffe das. Schon seit 15 Jahren, wo ich jetzt in der Branche bin, wird immer sehr viel davon gesprochen. Es hieß eigentlich immer, das kommt jetzt, das muss kommen. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich so weit, dass das nicht mehr lange auf sich warten wird. Ja, ich zeig mal gerade. Da sind die beiden Chefs und Chefinnen. Die links, die Dame habe ich ja schon gefilmt. Da ist sie ja. Die da ist. Videos schon bekannt sein, ja. Ja, und den rechten Herrn kenne ich aus seinem Instagram-Kanal, ja. Da ist er wirklich unterwegs und wirklich sehr erfolgreich, aber harte Arbeit, oder? Ja. Das kann man wohl sagen. Ahorn feiert Jubiläum, jetzt 31 Jahre und ihr habt auch noch was ganz Besonderes. 2022 hat Autobild das goldene Reisemobil an euch überreicht, korrekt? Ja, in mehreren Kategorien, bei mehreren Fahrzeugen. Da werden wir in einem weiteren Video mit einem meiner Kollegen, die werden das nachher, glaube ich, auch noch entsprechend zum Ausdruck bringen und speziell die Fahrzeuge zeigen, wo wir da auch den Preis verliehen bekommen haben. So, sehr schön. Paulina, erstmal dir vielen Dank. Du hast jetzt nicht so viel geredet, denn du hast gesagt, du bist mal so ein bisschen Mäuschen, spielst mal so ein bisschen dahinter, guckst, dass alles klappt und so. Das war jetzt nicht deine Aufgabe, viel zu reden in dem Video, aber trotzdem wollte ich dich vorstellen, eigentlich mal zeigen, stellvertretend für ganz viele Kollegen aus dem Marketing, die auch viel arbeiten, oder? Ja, genau. Wir sind insgesamt zu 6, meine ich. 6 Leute Marketing? 6 Leute, ja. Okay. Design, Online-Marketing, Presse, alles ist mit dabei. Was hast du gelernt eigentlich? Was lernt man da so? Ich habe gelernt, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Ich habe es befürchtet, ja. Danach ein Studium noch hinterhergeschoben, Medienmanagement und jetzt bin ich hier. Ja. Jetzt mal eine Frage, bei euch in der Berufsschulklasse waren da nur Frauen eigentlich? Tatsächlich nicht, sehr gut gemixt. Also viele Männer auch? Ja, viele Männer auch. Weil, es heißt witzigerweise, heißt da ja Kauffrau für Marketingkommunikation. Ja, da denkt man gar nicht mehr an den Kaufmann für Marketingkommunikation. So ist es. Und das ist das Logo für euch. Ja, ich danke dir recht herzlich. 25. November. Vielen Dank fürs Einschalten. 2, die es wirklich drauf haben. Ja, Markus und Paulina. Tschüss. Dankeschön.